Ja, ich finde es total faszinierend. Einmal, als ich noch zur Schule ging, da hat unsere Biologielehrerin uns gesagt, der Mensch ist der Daumen. Weil der Mensch einen Daumen hat, kann er Werkzeuge benutzen. Und dass der Mensch Werkzeuge benutzen kann, macht ihn zum Menschen. Das ist das Besondere am Menschen. Und der Affe, der Schimpanse zum Beispiel, es ist aber nicht der einzige, kann auch Werkzeuge benutzen. Er benutzt Steine, um Nüsse zu knacken. Er benutzt Holzstöcke, um Termiten zu fischen oder um an den Honig ranzukommen, sich da so Honig aus den Honignestern zu holen. Er benutzt Werkzeuge genau wie Menschen. Und er kann auch vorher genau einschätzen, wie groß der Stein zu sein hat und wie groß das Holzstöckchen zu sein hat, um das, was er tun möchte, zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, der Affe hat eine Kultur. Der hat eine richtige Kultur. Sagen wir mal Weibchen, die wechseln oft den Stamm, wenn sie sozusagen geschlechtsreif sind. Dann gehen sie in einen anderen Stamm und haben da sozusagen ihren Partner. Und sagen wir mal, der eine Stamm, der hat vorher ganz oft Holzstöckchen benutzt zum irgendwie Termiten fischen oder Nüsse knacken. Ein anderer Stamm benutzt mehr Steine. Dann wechselt das Weibchen meistens die Kultur. Das Weibchen verliert sozusagen das, was es gelernt hat, und übernimmt dann die Kultur der Familie, in Anführungsstrichen, wo sie hingewechselt ist. Und das finde ich auch total spannend. Das ist ja wie bei Menschen. Und dann frage ich mich, ja gut, die 2 Chromosomen, die sind sozusagen dazwischen, aber kulturmäßig, verhaltensmäßig ist so viel ähnlich. Dann habe ich auch überlegt, wir Menschen entwickeln uns doch. Die Menschen, die wir vor 200, 300 Jahren waren, die waren ja ganz anders. Und ich frage mich, entwickeln sich die Tiere nicht genauso? Sind die Affen vielleicht auch auf einer Art Entwicklungsstadium, wie wir im Steinzeitalter waren? Ich finde das total spannend. Und da habe ich so viel Respekt vor den Tieren. Die sind doch unsere Geschwister. Ich empfinde das ganz, ganz stark. Und deshalb finde ich es so schön, auch mal die Tiere mit ihren Werkzeugen zu malen, um zu zeigen, sie sind in ihrer Art uns ebenbürtig. Meine erste Begegnung mit einem Schimpansen war in Kenia. Da war ich bei einer Familie zu Besuch. Die hatten einen Schimpansen, den hatten sie als Kind aufgenommen. Und der war nun erwachsen und lief bei denen frei im Garten rum. Und im See hieß der, im See. Und dann hatten sie gesagt, ich könnte gerne mal mit dem See Kontakt aufnehmen, und da hatten sie ihn so neben mich gesetzt, aber da war so eine kleine Mauer zwischen uns. Und dann sollten wir uns eben kennenlernen, und das sofort hat See mir ins Gesicht gegriffen und angefangen, in meiner Nase zu bohren. Und das macht man ja eigentlich nicht. Das würde ja wer macht das schon als Mensch, dass er dem anderen anfängt, in der Nase zu bohren? Aber ein Affe macht es einfach. Und diese Spontanität, damit umzugehen, das ist einfach, ich finde es faszinierend. Das ist im Grunde unser Ebenbild, und wir müssen auf alles gewappnet sein. Sie sind wir selbst. Die Tiere sind
unsere Geschwister im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir können so viel mit ihnen lernen. Und ja, ich finde sie faszinierend und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass solche Tiere weiterhin in freier Wildbahn leben dürfen. Dass nicht, ja, wie ich schon mal sagte, unsere Enkel nicht mehr wissen, dass es mal Affen in freier Wildbahn gab. Dass es die dann nur noch im Zoo gibt, hinter Gittern. Das ist doch wirklich traurig. Und deshalb male ich sie dann auch so, wie sie sind, zwischen Bäumen und da, wo sie hingehören. Wahrscheinlich mag ich sie deshalb, weil sie genau das von mir widerspiegeln, was ich eigentlich gerne mag. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jemanden, dem die Nase läuft, nun total gerne gerade in die Nase fassen möchte. Aber es ist total, die Vorstellung ist schon mal witzig. Aber ich meine, jeder hat doch irgendwie so eine Tabuzone, ne? Also so eine Zone von Sachen, die man sich fast gar nicht zu denken erlaubt. Und genau das tun Tiere oft.